Dann darf ich auch einmal Vicky und Iman bitten, das Mikrofon zu ergreifen, damit ihr euch schon mal kurz vorstellt, bevor wir weiter im Programm gehen. Hi, I'm Iman Abdikarim. I am working with Vicky on the Kuspu project, and I have been responding or working with those coming from Ukraine since the very first days, I think at the main central train station in Berlin. My name is Vicky Germain. I'm the project leader for the Kuspu project, Community Support for BIPOC Refugees Ukraine. Together with Iman and a number of other colleagues and volunteers, we've been responding since also March at Central Station, and also have a consultation office where we support clients directly Monday through Thursdays from 11 to 6, and also provide advocacy work and troubleshooting with the city as well. Dann können wir schon mit dem ersten Punkt beginnen, und zwar bekommen wir einen Input von Vicky und Iman, und der Input wird auf Englisch uns mitgeteilt. We wanted to thank the NDO for organizing this workshop today, and for all of you for your participation. We're very much looking forward to the discussions and groups further in the schedule. As a background for the later discussion, we want to explain a little bit about our project, share our work experience, identify some of the major problems we're facing at this stage, and also hear the challenges you're facing so we can exchange on best practices and workarounds that have been successful in the last few months. My colleague Vicky and I are here today representing the community support for BIPOC refugees from Ukraine, or KUSPU for short. It is an initiative joint supported by Each One Teach One, EOTO, ISD Bund, International Women's Space, Migrationsrat Berlin, and Damost. We coordinate with initiatives for Black people, for Indigenous people, and people of color fleeing the war in Ukraine, and receive and direct incoming refugees to community-based and long-lasting support structures within the field of migration, anti-discrimination, mental health, and psychosocial support. As I said earlier, our project started in the beginning of March with an info point for BIPOC people fleeing the attack on Ukraine at the Berlin Central train station. In the first few months, we assisted over 17,000 individuals arriving at Hauptbahnhof, and were a part of the Deutsche Bahn and Berlin Senate Emergency Response Team, or Krisenstab, here in Berlin. Since April, we've extended our support to those staying in Berlin with a project office in Berlin-Wedding. And our network has continued to support over 4,500 individuals who are currently residing in Berlin and other parts of Germany. This group includes BIPOC Ukrainian, a large number of international students, migrants who live in Ukraine for work or for personal reasons, recognized refugees and asylum seekers, Roma and Sinti individuals, undocumented and stateless people, as well as the Ukrainian-born children from bi and multinational family groups. In addition to our in-person client work, we've moderated several virtual channels, as well as our BIPOC and client Telegram groups and info streams. We exchange information with individual volunteers working in the support of these refugees, and problem shoot with one another to update each other on changes in policy and advocacy for the rights of those who need to be recognized for temporary protection. Our day-to-day work is highly shaped by the needs of our clients. Initially, our focus was on emergency accommodation, providing more meals and counseling on the next steps. But as time went on, client needs led us to preparing applications, accompanying clients to registration at Tegel, appointments at the social offices and immigration offices, and political advocacy. One thing that has become increasingly clear during this process is that not only is this confusing for our clients and those of us who are trying to keep up with the constantly changing guidelines in the field, but it has also been confusing for those who are working at the immigration office, who for a long time were uncertain on how to process third country nationals who fled the war in Ukraine.
As Vicky will share, however, the process, at least as it entails to the next year, is pretty straightforward. And it is very important that we're all on the same page about how it works so we can advocate for our clients and begin to think about what happens not just this year, but in the next 2 to 5 years with this particular group that we're serving. Moreover, how the lessons learned can lead to an overhaul of the asylum and migration process as a whole here in Germany. So I will pass this on to Vicky next. Thank you again for joining us today and providing your input on how we can improve the process that's been developed in 2022 moving forward. I'm hopeful that everyone in this virtual space today has a vested interest in fulfilling the initial task of creating solidarity across all member states as the Temporary Protection Directive was designed around. As civil society actors and government representatives, we here today are all part of the plan and its construction. As Iman said, there was a lot of confusion around these past several months and how to process third country nationals who fled the war in Ukraine, especially around the question of whether or not the temporary protection would be extended to them. That is, third country nationals other than Ukraine, who were living and residing in Ukraine on 24 February 2022. For those who may not know, the Temporary Protection Directive, or TPD, was a measure put together in 2001 as a response to repeated instances of mass influxes of people fleeing conflict in Europe towards EU member states, most recently following the war in former Yugoslavia. It was intended to provide immediate and temporary protection in the event of another mass influx or imminent mass influx of displaced people, again, from non-EU European countries who were unable to return to their country of origin, and designed to alleviate catastrophic pressure on the national asylum structures in a principle of solidarity. When the number of people fleeing Ukraine presented a clear administrative risk to national asylum systems EU-wide, the Temporary Protection Directive was triggered unanimously by all EU member states for the first time since its inception in 2001. It was intended to uphold deadlines set in the processing of asylum applications for those that did not fall under this regulation, so as not to adversely affect the rights of people applying for international protection. In that sense, a parallel structure was created, granting people fleeing the war in Ukraine with immediate access to housing, private or otherwise, to permit them to freely move from state to state or member state to member state for protection, immediate access to healthcare, social benefits before and even after an application for temporary protection was submitted to the Office of Immigration. It seemed pretty innovative. As the current director of the Office of Immigration, Engelhard Matzanka, kindly explained to me in September, when it comes to asylum and migration law, there is Landesrecht, or state law, and Bundesrecht, or national law. The Temporary Protection Directive is EU law. This innovative EU directive from 2001 is the backbone for all EU member states and is responsible for receiving people fleeing the war in Ukraine. The implementation is on the member state level, not the Bundesländer level. So the process should, in theory, and should not in theory, but in implementation, be the same across all Bundesländer. As the Council directives from 21st March leaves room for member states to implement inadequate protection under national law, there is one caveat. Member states must protect the Charter, respect the Charter of the Fundamental Rights of the European Union and the spirit of the directive. The respect for human dignity and therefore a dignified standard of living, such as residency rights, access and means of subsistence and accommodation, emergency care, and adequate care for minors, has to be ensured in respect of everyone. In this regard, we would like to highlight the process as well as some discrepancies that we've observed in the implementation while discussing the challenges we've observed at the local level in the small group sessions. It's important to note that while this is how the process is supposed to run,
It does not mean that it actually runs this way every time. I'm going to start sharing a PowerPoint. Let me know if you can all see it. So part of the reason why Vicky and I want to focus on the temporary protection directive is because what we see day to day is in offices, when doing simple things like getting telephone contracts and things like this, is this everyday or structural racism and discrimination that is not new to the system in Germany, particularly for those who have gone through the asylum process or are going through the asylum process. But here, with the initiation of the TPD across Europe, we see something that is new, a very distinct difference in the way that people are being treated, who are coming from the same war, even though it is ruled very clearly how people should be treated, and it is equally. This is why we find it important to go through this, and I will let Vicky start here as well. The next couple slides are going to explain who's covered and who may be covered in the temporary direction protocol. So the EU directive clearly states that Ukrainian nationals and their family members who fled on or after the 24th of February are covered. Stateless persons and nationals of third countries, or third country nationals, as I'll refer to them, who benefited from international protection or equivalent national protection, for example, asylum seekers from the Ukraine that were granted asylum before 24 February are included. And stateless persons and third country nationals with valid residency permits who are unable to return in safe and durable conditions to their country or region of origin are included. That was clear from March. The directive doesn't explicitly include the following persons. However, it has left room for member states to include these persons under temporary protection. And that includes, these are people that left before the 24th of February, taking into consideration that the tensions leading up to the assault on Ukraine, to the attacks on Ukraine, would have caused people to leave before that and make them unable to return home. So this includes Ukrainian nationals and their family members who left before the 24th, stateless persons and third country nationals who benefited from, again, international protection, stateless persons and third country nationals with a valid residency permit who are unable to return in safe and durable conditions to their home country or region of origin, stateless persons and third country nationals residing legally in the Ukraine, also on a short-term basis, who are unable to return safely and durably to their country of origin, and stateless persons and third country nationals other than Ukraine residing legally in Ukraine, also on a short-term basis, and who are able to return safely and durably to their country, home country or region of origin. When it comes to Germany, and again, when it comes to Berlin, this is being implemented a little bit differently. So, for example, under the persons that are covered, Germany agrees to cover people who were displaced on or after the 24th. So this includes Berlin as well. Ukrainian nationals and their family members, stateless persons or third country nationals who benefited from international protection. So people who were approved asylum seekers and so on. Stateless persons and third country nationals with a valid residency permit, as I mentioned before, who are unable to return home are included in the EU regulation. However, in Germany, it's only recognized if they cannot return to their home country or country of origin durably and safely. And in Berlin, they're only included if they are permanent residents without any further processing, or if they are third country nationals who cannot return safely.
endurably. And for this, there's a process that we'll discuss later. For those who may be included, Germany has recognized Ukrainian nationals and their families if they left before the 24th. Also stateless persons who were receiving international protection in Ukraine. And this is a bit unclear, but third country nationals who left prior to the war but had permanent and valid residency may be included, but again, we haven't had real clear instruction on this. In Berlin, it's also unclear how this is being regulated for people who left before the 24th. Specifically for the process that is happening in Berlin, when you first come into the country from the Ukraine or from one of the neighboring countries, people fleeing the war in Ukraine under this directive have the rights to move around from European country to European country until they settle. Registration at LAF is the first point of access as of the 1st of June. Prior to the 1st of June, the third country nationals and Ukrainians were able to immediately apply for temporary protection online if they met a certain number of requirements, if they had an address in Berlin, if they had a job, an internship, if they had an allocation to Berlin prior to registering at LAF. At LAF, the Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, that's where you would receive your allocation normally, receive your identification, confirmation through the police. There are different agencies that are sitting in the former airport. And they would now receive a QR code that would grant them access to the online application. Once you've registered for temporary protection in Berlin, you have immediate access to social benefits, to a work permit, and to health insurance. The first step, once receiving your appointment, which can take anywhere at the moment from 15 minutes to cases where people have registered for temporary protection in March, up to 9 months to receive an appointment at the Office of Immigration. The reason for this was that in light of the fact that it was unclear if third country nationals other than Ukraine were included in the temporary protection directive, many people who did not mark that they were Ukrainian or families who registered with their non-Ukrainian family member were removed from the process and held on the side until a decision was made. The decision led to 4 case groups being offered, which is how people are processed when applying for temporary protection, third country nationals. So the first is, of course, if you meet the requirements for a third country national with close ties to Ukraine being a valid permanent residency, a family member of a Ukrainian citizen, or a life partner of a Ukrainian citizen, you qualify for paragraph 24, which is temporary protection, how it's implemented in Germany. So paragraph 24 under the residency permit law. And you would receive immediately a 2-year residency permit. If you didn't qualify for case group 1, you would be processed under case group 2, which is what most third country nationals are being processed under at the moment. Case group 2 will provide you with an appointment in 2 months, which gives you time to write a written statement that explains why you cannot return home safely and durably, which means if you are facing threats to yourself, your life and livelihood in your home country, that would be the safe category. If you're not able to enjoy your basic human rights, that would be the durable category. It is your responsibility as a third country national coming from Ukraine to make this argument. Once submitted, you would receive a 1-year residency permit. And there's 2 possibilities. Either the immigration officer makes a decision right then and there based on your statement for paragraph 24, or they include the BAMF, the Bundesamt für Migrations- und Flüchtlingsangelegenheiten, for an assessment as to whether or not paragraph 24 actually applies
Leia is not allowed to make a negative decision without the inclusion of BUMF, without reaching out to them. For case group 3, which will come later, or should come later for most, it is assessed whether someone has a student, a seat in the university, has a vocational training, or is a skilled worker, to allow them to leave paragraph 24 and receive a residence permit under one of their residency laws. And the final case group is for students specifically who do not meet any of the requirements for any of the case groups above. They would then be able to get a 6-month residency permit, which is similar to Hamburg. One of the challenges that we've noticed in the implementation of this was, firstly, the decision was made on the 16th of August and not implemented until the 15th of September. So for third country nationals that received appointments before, they were constantly given new appointments to come back and propose a new path to having a residency permit. Some of the challenges include that during a few days after the initial implementation, Leia added the requirement that there needed to be a proof of stay in original provided. That means for third country nationals that they would have to return to Ukraine, return to the war zone in order to procure this, because they don't have access to do this in Germany through the Ukrainian embassy. The process was not always observed. So people were often denied case group 2 and immediately given a 6-month residency permit. It's unclear how to deal with this at the moment. We're not receiving any feedback from the Office of Immigration or those responsible for implementing the process, although we are asking for corrections. There have been pressured for third country nationals to remove themselves from the paragraph 24 process and move into either a student visa or a work visa, which may not necessarily have the most favorable conditions for them. And they may not necessarily be prepared for the restrictions that are involved. In that sense, there's also a lack of information in terms of Beratung at the Office of Immigration when it comes to all of the implications that are involved in alternative residency permits. And especially for people from Algeria, Tunisia, Morocco, and Sudan, we are witnessing extreme discrimination in terms of believability and accusations of falsifying documents. So thank you for your attention, and we look forward to your participation today. Vielen Dank, liebe Vicky, vielen Dank, Iman, an der Stelle. Es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Falls wir es nicht schaffen sollten, die zu beantworten, dann wird das schriftlich passieren. Insofern, genau, für die Personen, die mit der Geschwindigkeit noch mehr Zeit gebraucht hätten, auch da gerne eben entsprechend im Nachgang die Fragen entweder stellen und eben dem Team zukommen lassen, damit sie beantwortet werden können. Wir könnten weitergehen im nächsten Programmpunkt. Eine Frage. Ja, bitte. Danke dafür, für die Veranstaltung. Ich habe einen Fall, die Person hat eben diese Plastikkarte nicht, die ukrainischen Studenten haben, hat sein Masters und hat eben kein so ein Plastikding, um zu sagen, ich bin legitim in der Ukraine oder habe mich zu der Zeit legitim in der Ukraine aufgefunden. Jetzt haben wir so einen Tipp, dass es diese Bank 24 gibt und mit Hilfe von dieser Bank 24 kannst du im Prinzip alle deine Daten aus der Ukraine hochladen. Habt ihr da schon Erfahrung oder wie wird dann mit diesem Mensch verfahren, wenn diese Person eben nicht, vielleicht sich sogar nicht legitim in der Ukraine aufgehalten hat in dieser Zeit? Das kann ich ganz schnell antworten.
Und würde ich auch bitten, dass wir vielleicht diese explizite Fragen, so diese Einzelfallfragen in die kleine Gruppen bearbeiten. Aber in dieser Situation haben wir den Rat bekommen von des LEA, dass es handelt sich um eine Bemühung, weil sie können nicht erwarten, dass die Personen zurück in die Ukraine kehren, was für Drittstaatsangehörige die einzige Möglichkeit wäre, um eine neue Posvitka, so heißen die kleine Checkkarte, zu erlangen, dass ein E-Mail gesendet werden an das ukrainische Botschaft und hoffentlich, wenn eine Antwort zurückkommt, dass dieses oder gegebenenfalls das E-Mail, was versendet worden ist, dann eingereicht wird, um zu zeigen, dass es eine Bemühung gegeben hat, um ein originales Dokument zu erhalten. Ich darf als nächstes Kenan Emini und Sandra Görend vorstellen von Roma Center e.V. Also hi, hier ist Sandra vom Roma Center. Wir haben jetzt den Teil über Roma aus der Ukraine, die aktuell aus der Ukraine fliehen. Wir haben relativ schnell mit Beginn des Krieges die Situation beobachtet, weil wir eben schon sehr lange zur Situation der Roma aus Jugoslawien arbeiten, die von dort geflohen sind und sehr viel die Befürchtung hatten, dass Roma aus der Ukraine eben nicht gleich behandelt werden wie andere Geflüchtete aus der Ukraine, also aus der Erfahrung heraus. Und weil sich eben auch sehr schnell mit der Fluchtbewegung sind bei uns die Nachrichten angekommen, dass es sehr viele Diskriminierungsfälle gibt. Das heißt, dass die Menschen eben tatsächlich nicht so behandelt werden wie andere ukrainische Geflüchtete und dass sie eben zum Beispiel nicht in den Fluchtfahrzeugen sowohl die privaten als auch die staatlich zur Verfügung gestellten nicht mitgenommen werden, an den Grenzen nicht durchgelassen werden und auch in den Strukturen da nicht gleich behandelt werden. Genau, ich denke, Kenan kann nochmal genaueres dazu sagen. Ja, hallo erstmal. Genau, also schon am Anfang des Krieges haben wir viel mitgekriegt, dass Roma schon Probleme haben oder auch durch die Flucht auch Rassismus und Diskriminierungserfahrung hatten, dass die quasi bis zur Grenze schon eine harte Weg gehabt haben, zum Beispiel bis Lviv zu kommen, das ist in Grenze mit Polen. Und es war so, dass wir auch von der Community auch mitgekriegt haben, dass die mehrere Tage zum Beispiel in Lviv im Hauptbahnhof geblieben sind und keiner wollte die mitnehmen. Also quasi es gab Soli-Busse, die Menschen transportiert haben, das ist so 60, 70 Kilometer von Polen, und dass die Busse waren da, auch manche leer und so, die gewartet haben, dass die Flüchtlinge, also die Menschen kommen, und dann werden die zum Beispiel Roma nicht mitgelassen, dass die in den Bus reinkommen, sondern gesagt, ja, erstmal warten wir, dass die weiße Ukrainer quasi Platz nehmen und dann gucken wir weiter. Und so, es gab so ein paar Tage, dass die Leute dort gewesen haben. Die haben auch durch soziale Medien Videos geteilt und so, Leute, helft uns, keiner will uns mitnehmen und so. Und dadurch hat uns auch das bisschen den Gedanken gemacht, okay, da müssen wir hin, und dadurch haben wir auch eine Recherchereise gemacht. Und das Problem ist auch, dass die meisten Roma-Familien kommen so also das sind immer mehrere Personen, zum Beispiel Mutter, Kinder, Tante, Oma und so. Dann habt ihr so wie eine Familie mit 15 Personen. Und das war auch schwierig für uns, weil es gab auch Soli-Autos, Privatmenschen aus Deutschland, die auch Menschen transportiert haben. Aber in diesem Fall konnten wir das auch nicht irgendwie hat nicht funktioniert, weil die Leute konnten nicht in ein kleines Auto, die 15 Leute fahren.
Und noch dazu, die wollten sich nicht auch trennen, dass die in verschiedene Autos kommen, weil die hatten diese schlechte Erfahrung durch die Reise und hatten Angst auch, wo nach Deutschland oder Österreich oder nach Westen. Und so, dass wir echt Probleme hatten, wie bekommen wir die Leute hier oder nach Polen. Und so, dann haben wir diese Reise gemacht nach Polen und haben wir ein bisschen untersucht. Da sprechen wir ein bisschen später. Aber was wichtig ist zu erwähnen, ist die Situation von Roma ist auch so, also nicht viel in Medien, also vor dem Krieg, wie die Situation von Roma dort war. Also eine Sache müssen wir schon wissen, dass die Roma in Ukraine oder auch in diese osteuropäischen Länder leiden vom Rassismus, Diskriminierung, Alltag. Rassismus ist bei denen ein normales Phänomen und auch institutioneller Rassismus. Und das macht auch jetzt die Schwierigkeiten, auch wenn die hier Leute kommen, dass die auch kein Vertrauen auf die Institution haben. Aber das hat auch was damit zu tun, wie deren Erfahrung in diesen Ländern war. Und einen muss man sagen, dass wir seit Jahren beobachten Ukraine, also vor dem Krieg. Es gab viele Pogrome gegenüber Roma, also dass man die ganzen Siedlungen attackiert hat mit Molotow-Cocktails und dann auch paramilitärische Gruppen, die sich so bekannt gemacht haben. Zum Beispiel gab es auch Flyer in großen Städten, wenn ihr Zigeuner sieht, dann ruft uns an, wir klären das. Und es gab auch Morde und so weiter. Also es gab ganz viele Sachen, die diese Menschen erlebt haben vor dem Krieg. Und in Zeit des Krieges jetzt hat sich das noch mehr verstärkt und über das redet fast keiner oder es gibt nicht viel medial. Deswegen müssen wir ein bisschen auch diese Dimension besprechen und so. Vielleicht fangen wir erstmal mit der Präsentation. Da wollten wir kurz einen Input über die Lage vor dem Krieg, also wir sind ein paar Informationen. Also wir kommen hier nochmal auf die Situation vor dem Krieg zurück. Hier haben wir, es gibt natürlich eine langjährige Diskriminierung und Marginalisierung von Roma in der Ukraine. Dazu gehört unter anderem auch, dass schätzungsweise 20% der Roma in der Ukraine undokumentiert sind. Das heißt, dass sie keine Papiere haben. Und das ist aktuell, darauf kommen wir später zurück, das ist aktuell ein großes Problem. Und diese Situation geht eben auf langjährige strukturelle Diskriminierung zurück. Ein weiteres Problem besonders für Roma, die in Siedlungen leben, sind die rechtsextremen Angriffe, die Kenan schon gerade erwähnt hat. Es gab da zum Beispiel ein Pogrom 2016 in Odessa. Davon ist dieses Bild unten. Da mussten die Menschen evakuiert werden, um sie sozusagen in Sicherheit zu bringen. Und in 2018, die gingen relativ auch im Westen durch die Medien. Das waren Angriffe in Kiew, Lwów, Charkow und in der Oblast Transkarpatien, in der eben Roma aus ihren Siedlungen vertrieben worden sind, in denen ihre Behausungen attackiert worden sind, zertrümmert worden sind, in Brand gesetzt worden sind. Das sind teilweise eben diese paramilitärischen Gruppierungen, die sich selbst eher als Bürgerwehren bezeichnen. Und in diesem Zusammenhang kam es zu mehreren Toten, genau, und eben auch zu Verletzten. Und ein Problem ist eben, dass es keinen Schutz durch den Staat gibt. Und teilweise, und das ist auch kein ukrainisches Spezifikum, soll es Kooperationen von solchen Gruppierungen mit den lokalen Verwaltungen geben. Das heißt, dass eigentlich die sozusagen im Zusammenhang mit den Behörden arbeiten, um Roma zu vertreiben. Genau, das auch außerhalb Kiew und genau, da muss man schon sagen, dass Roma zum Beispiel die leben nicht in großen Städten oder die sind überhaupt nicht in
eingemischt mit Mehrheitsgesellschaft, sondern außerhalb. Und dieses Bild hier ist, dass Roma durch die Sommer manchmal in große Städte kommen und da die keine Wohnungen finden können oder so. Also die können in große Städte quasi Arbeit zu finden und zu arbeiten. Und dann es gab so eine Siedlung irgendwo außerhalb der Stadt. Und das sind diese paramilitärischen Gruppen, die auch bekannt und das Interessante ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung also diese Menschen sehr, sehr schätzen. Und die sind so wie Beschützer und sowas. Also es ist interessant, dass die überhaupt nicht diese Dimension sehen, wie das also rassistisch ist und dieser Nationalstolz. Und das macht die Gefahr, weil es geht nicht nur um eine Gruppierung, sondern um die Mehrheit, die das akzeptiert und quasi, wie ich am Anfang gesagt habe, ja, die verteilen Flyer, wenn ihr Roma sieht, dann ruft uns an und dann klären wir dieses Problem. Das heißt, die vertreiben die und hier haben die auch zum Beispiel diese Camp von Roma zerstört und die vertrieben, dass die quasi nicht mehr in die Nähe von der Stadt sind. Ja, also das mit den Bahnhöfen, das war auch so eine Aktion mit so Aushängen. Da haben die auf Englisch geschrieben, Beware of Pickpockets. Und auf Ukrainisch hieß das Schild dann sozusagen übersetzt, gebt Acht vor den Z. Also dass die dann für die Ausländer sozusagen eine politisch korrekte Übersetzung benutzen und die rassistische nur für die Einheimischen. Genau, mit dem Krieg begann dann eben auch die Fluchtbewegung und die, was wir gerade schon gesagt haben, dass die Unterstützung beziehungsweise die Hilfe für die Menschen, die Roma aus der Ukraine, nicht dieselbe war wie für die weißen Ukrainerinnen. Hier nochmal zusammengefasst, an welchen Orten sich Diskriminierung manifestiert. Im Moment befinden wir uns eben auch sehr stark in der Diskriminierung in den Unterstützungsstrukturen. Das haben wir zum Anlass genommen, um nochmal darauf hinzuweisen, dass auch jetzt wieder mit dem Krieg in der Ukraine diese Aufteilung in echte und unechte Geflüchtete stattfindet. Die findet bei Roma sowieso immer statt, also seit es Flucht von Roma in westeuropäische oder EU-Staaten gibt. Das heißt, dass im Prinzip weiße Ukrainer vor dem Krieg fliehen, während Roma den Krieg nutzen, um sozusagen davon zu profitieren. Und hier diese Bilder stammen aus der Ukraine. Das heißt, dass dort Leute, die verdächtigt worden sind oder denen unterstellt worden ist, dass sie klauen oder plündern, dass die mit diesen gelben Bändern an Pfosten, Masten gebunden worden sind und ihre Gesichter blau oder grün angemalt worden sind, dass sie teilweise ausgezogen und misshandelt worden sind und dann, dass diese Fotos in die sozialen Medien gestellt worden sind. Dazu muss man natürlich wissen, dass die Unterstellung von Diebstahl ein Stereotyp gegen Roma ist und hier wird das dann nochmal verstärkt. Das heißt, dass es zum einen natürlich dazu geführt hat, dass dieses Stereotyp in den Medien verstärkt worden ist. Zum anderen hat es aber auch dazu geführt, dass die Unterstützung für Roma noch mehr abgenommen hat. Das heißt, dass eben weiter dieses Narrativ verbreitet wird, dass Roma eigentlich keine Hilfe verdient haben und dass sie eigentlich den Krieg nur nutzen würden, um davon zu profitieren. Also im Endeffekt auch nochmal das Motiv des Wirtschaftsflüchtlings, das Roma eben immer angehaftet wird. Weil die Situation schlimm war und weil es in den Nachbarstaaten der Ukraine so viele Fälle gegeben hat, in denen Roma keine Unterstützung bekommen haben, unter anderem eben auch in Polen. Da haben wir, Polen gehört zu den Ländern, die am meisten Geflüchtete aus der Ukraine allgemein aufnehmen.
Und es gibt da zumindest bezüglich weißen Ukrainerinnen eine sehr große Solidarität. Und hier ging es allerdings um eine Gruppe Roma, die überhaupt keine Unterstützung bekommen haben seitens des Staates. Sie haben mit Spenden aus den USA wurden sie in einem Hostel untergebracht und Roma-NGOs in Krakau haben sich um sie gekümmert. Und wir sind dann im April dorthin gefahren, um diese Leute zu unterstützen. Genau, das war ein Hostel, wo die auch nur begrenzte Zeit dort bleiben könnten, wie Sandra gesagt hat, von einer amerikanischen Organisation, die quasi bis zum 13. Mai dürften dort bleiben. Genau, und da waren wir und haben wir auch eine Spendeaktion gemacht und haben wir auch mit den Menschen gesprochen. Da waren so ungefähr 130 Personen mit Kindern, die meisten waren Frauen und Kinder. Und interessanterweise bei den Interviews war es so, dass wir auch gefragt haben, was ist die Erfahrung durch diese Reise. Und die haben zum Beispiel erwähnt, dass diese Kriegssituation, die Russen schmeißen Bomben aber vom Weißukrainer zum Beispiel werden wir unter Druck oder geschlagen und so. Das heißt, die haben von zwei Seiten quasi Unterdrückung oder die werden schlecht behandelt. Und das ist sehr wichtig zu erwähnen, dass man genau diese Situation hatten wir damals in Ex-Jugoslawien, auch in Kosovo, wo der große Fokus war auf die Serbien und Kosovo-Albaner. Und gab es auch diese NATO-Bombardierung, 78 Tage. Und keiner hat gesprochen über andere Menschen, so wie Roma, obwohl wir da 600 Jahre gelebt haben. Und dann plötzlich war 1999 eine Vertreibung von Roma, wo über 150.000 Menschen fliehen mussten oder vertrieben waren. Und bis heute, wir sind quasi zerstört, so überall in Europa, in Diaspora. Und zum Beispiel da hatten wir jetzt im Vergleich zu dieser Situation, also wir waren vom Anfang an nur geduldet und wir haben sogar bis heute Familien, die 30 Jahre Duldung haben. Und man sieht, wie diese Politik was für Moral hat. Ich meine, dass wir quasi als nicht richtige Flüchtlinge aufgenommen sind, sondern als temporär, also geduldet und irgendwie so wie eine Wirtschaftsflüchtlinge und so weiter, obwohl wir unser Eigentum verloren haben und so weiter, dass wir nie mehr zurückkommen. Oder wenn eine Abschiebung stattfindet, die Leute gehen dahin, aber die finden nicht ihr Haus, weil die Eigentum sind weggenommen von Kosovo-Albanern. So ist das wichtig, was ich erzähle, weil wir vermuten, das wird auch bei Roma aus der Ukraine das gleiche Schicksal passieren, weil es war auch in Transkarpatien zum Beispiel auch gab es Vertreibung von Roma, obwohl dort in dieser Zeit gab es keine Konflikte, sondern von solchen Neonazis oder die Rechten, die haben einfach die Chance, diesen Moment benutzt, dass die Roma vertrieben haben aus Ukraine. Und wir vermuten, die werden auch ihre Eigentum verloren. Also wenn die was hatten nach dem Krieg, wer weiß, wie lange das dauert, der Krieg, aber nach dem Krieg scheint so, dass die also nichts mehr in Ukraine haben, genauso wie wir aus dem Kosovo. Ja, die Romja sind im Prinzip jetzt dafür zuständig, dass sie Arbeit finden, dass sie sich um ihre Familien kümmern, dass sie eben ihre Familien auch in der Heimat unterstützen, weil mit dem Krieg haben die Leute ihre Arbeit verloren. Die Männer müssen in der Armee dienen oder ihre Dörfer schützen und können auch deswegen nicht mehr arbeiten, selbst wenn es noch welche gäbe. Genau, aber auch die Frauen haben keine Arbeit mehr und
wollen dringend Arbeit finden. Sehr viele Frauen, die wir begegnet haben, sind krank und benötigen dringend eine Behandlung. Also sie haben auch schwere Krankheiten, die medizinisch behandelt werden müssen. Hier sind auch nochmal in einer anderen Unterkunft. Dann sind wir weitergefahren nach Przemyśl. Das ist die Grenzstadt. Wenn man von Lviv nach Polen fährt, ist das der erste Bahnhof. Und zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, da sind viele auch zurück in die Ukraine gegangen. Dann sind wir direkt an die Grenze gefahren nach Medica. Dort kommen die Leute mit dem Auto über die Grenze, beziehungsweise die zu Fuß gehen und werden dort in so Zelten, bekommen sie Essen und Trinken von diversen Organisationen. Danach sind wir nach Tschechien gefahren. Das war auch eine sehr schwierige Situation. Also da gab es dann so im Mai, Juni rum, sind Hunderte von Roma auf den Bahnhöfen in Tschechien gestrandet. Vor allen Dingen in Prag waren mit einem Mal 700 obdachlose Roma auf dem Prager Bahnhof, die keine Unterstützung bekommen haben. Und in Tschechien gab es das sehr starke Narrativ, dass Roma aus der Ukraine doppelte Staatsangehörigkeit hätten. Das heißt, dass sie sowohl die ukrainische als auch die ungarische Staatsangehörigkeit hätten, obwohl das eigentlich nur Propaganda ist. Faktisch haben von denen, die in Tschechien sozusagen temporäre Protection bekommen haben, war nur 3%, die den beantragt haben, war nur 3% mit doppelter Staatsangehörigkeit. Aber auch die eine ungarische Staatsangehörigkeit haben, sind Ukrainer. Nur das war damals vor, ich glaube 2010 rum, eine Kampagne von Viktor Orbán, der Leute, die Ungarisch sprechen und nicht in Ungarn selber leben, die ungarische Staatsangehörigkeit geöffnet hat dafür. Deswegen haben einige Leute in der Ukraine die ungarische Staatsangehörigkeit beantragt. Hat aber nichts damit zu tun, dass sie Ungarn wären. Sie sprechen nur Ungarisch. Das ist auch eine kleine Zahl, ich meine. Sehr kleine Zahl. Aber die wurde eben sehr stark aufgebauscht in Tschechien, um eben den Leuten den Status als Geflüchtete vorzuenthalten. Und obwohl es nur eine sehr kleine Zahl ist, die de facto einen ungarischen Pass haben, werden alle Roma daraufhin überprüft. Und das ist auch deswegen ein bisschen seltsam, weil diese doppelte Staatsangehörigkeit hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man Roma ist, also in der Realität jetzt, weil das genauso haben das auch weiße Ukrainer können haben. Genau, wir haben hier im Registrierungszentrum, das hier ist im Prager Registrierungszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine. Dort haben die tatsächlich Roma, Sozialarbeiter aus der Roma-Community, die sich um die Ankommenden sozusagen gekümmert haben, diese beraten haben und begleitet haben, sie bei Antragstellungen unterstützt haben. Nur als wir da waren im Juni, da wurde das Registrierungszentrum gerade geschlossen. Das heißt, in Prag wurden überhaupt keine Geflüchteten mehr registriert, sondern die Leute wurden alle weggeschickt, weil Prag sich in der Rolle gesehen hat, dass dort so viele Geflüchtete generell ankommen. Danach sind wir nach Brno weitergefahren. Das ist die zweitgrößte Stadt in Tschechien. Dort war auch eine ähnliche Situation wie auf dem Prager Bahnhof, dass die Leute obdachlos waren. Und in Brno hat man für die Leute dann diese Zelte aufgebaut, wo die im Prinzip nur auf so einem Platz diese Zelte und ein paar Dixie-Klos und einen Wassertank hatten. Genau. Und ja, es war unglaublich heiß und in den Zelten waren es 50 Grad oder so. Also eigentlich kann da kein Mensch das aushalten. Ja, und die Leute, die können da auch nicht bleiben und
ja, viele von den Leuten, die wir jetzt hier, über die wir gesprochen haben, die wir gesehen haben in den Fotos, haben wir auch dabei unterstützt, nach Deutschland zu kommen, weil die dort eben nicht bleiben können. Beziehungsweise die Leute in dem Hostel in Krakau, die wurden dann ab dem 13. Mai obdachlos. Ja, weil du das